settle for anything less than you can be. Make your life a masterpiece. In dieser Serie geht es darum, wie Sigmund Freuds Ideen über das Unbewusste von den Machthabern genutzt wurden, um die Massen im Zeitalter der Demokratie zu kontrollieren. Die letzte Folge zeigte, wie sich Freuds Ideen in den 1950er Jahren in Amerika verbreiteten. Sie wurden von seiner Tochter Anna und von Freuds Neffen Edward Bernays, dem Erfinder der Public Relations, gefördert. Er brachte Freuds Theorien in den Mittelpunkt von Werbung und Marketing. A man like you, I mean, with a car like this. Beide glaubten, dass allen Menschen ein verborgenes, irrationales Selbst innewohnt, das zum Wohle des Einzelnen und zur Stabilität der Gesellschaft kontrolliert werden muss. Doch die Freuds waren kurz davor, vor ihren Gegnern gestürzt zu werden, die behaupteten, dass sie sich in Bezug auf die menschliche Natur irrten. Das innere Selbst musste nicht unterdrückt und kontrolliert werden, sondern sollte ermutigt werden, sich zu äußern. Daraus würde ein neuer, starker Menschentyp und eine bessere Gesellschaft hervorgehen. Doch was aus dieser Revolution hervorging, war das genaue Gegenteil. Ein isoliertes, verletzliches und vor allem gieriges Selbst. Es war weitaus anfälliger für Manipulationen durch Wirtschaft und Politik als alles, was zuvor geschehen war. Die Machthaber kontrollierten das Selbst nun nicht mehr, indem sie es unterdrückten, sondern indem sie seine unendlichen Wünsche stillten. What goes on here is the liberation of feeling. In other words, feelings, not just memories, that have been suppressed. For example, screaming, crying, anger. You get a person who's really angry, and they're going to let it out. No! No! I could kill you! I'm an old man. Listen, I can't get all the strength into this that young people would get if they had those feelings. That wasn't bad. In den 1950er Jahren begann eine kleine Gruppe abtrünniger Psychoanalytiker eine neue Form der Therapie. Sie arbeiteten in kleinen Räumen in New York City und ermutigten ihre Patienten, ihre Gefühle offen auszudrücken. Es war ein direkter Angriff auf die Theorien der Freudschen Psychoanalytiker, die reich und mächtig geworden waren, indem sie den Amerikanern beibrachten, wie sie ihre Gefühle kontrollieren sollten. In Freud's work, you see, they were afraid of the feelings. They believed that what they wanted was contained people, very proper, doing the right thing, and living a proper life. That's what they wanted. But not an intense emotional life. Freud wasn't emotional himself. I mean, he's an intellect, Freud. I was an intellect too, I know, but I'm also more than that now. Der Anführer dieser Gruppe war ein Mann, der von Freud und seiner Familie gehasst wurde. Sein Name war Wilhelm Reich. Reich lebte isoliert in einem Haus, das er sich in den abgelegenen Bergen nahe der kanadischen Grenze gebaut hatte. Reich war ursprünglich ein Schüler Freuds in Wien in den 1920er Jahren gewesen, hatte aber Freud in Bezug auf die grundlegende Basis der Psychoanalyse herausgefordert. Freud vertrat die Ansicht, dass der Mensch im Grunde immer noch von primitiven, tierischen Instinkten angetrieben wird. Die Aufgabe der Gesellschaft sei es, diese gefährlichen Triebe zu unterdrücken und zu kontrollieren. Reich hingegen glaubte das genaue Gegenteil. Die unbewussten Kräfte im menschlichen Geist seien gut, erst die Unterdrückung durch die Gesellschaft habe sie verzerrt. Das sei es, was die Menschen gefährlich mache. Reich and Freud had two fundamentally differing views about what was essential human nature. At its core, Freud saw an uncontrolled, violent, warlike, raging inferno of emotions.
Reich said these things are not the way human beings are originally destined to be. They're the result of not permitting the original impulse to express itself. Der zugrunde liegende natürliche Impuls, so Reich, sei die Libido, die sexuelle Energie. Wenn diese freigesetzt würde, würde der Mensch aufblühen. Doch diese Idee brachte ihn nicht nur in direkten Konflikt mit Sigmund Freud, sondern auch mit Freuds Tochter Anna, die glaubte, dass die sexuellen Kräfte im Menschen gefährlich seien, wenn sie nicht kontrolliert würden. My father thought that you should liberate the libido and have freedom, and he developed a theory rather early that neuroses were due to lack of good orgasm, or any orgasm. And that was, Anna Freud, you know, was a virgin. I mean, this is very important because she never had a sexual relation with a man. And here was this man preaching that the way to health was through orgasm. And here was this woman who had been analyzed by her father because she was masturbating. So here's this woman who's opposed to sexuality, really, and here's this man who's preaching sexual freedom. I mean, there was bound to be a clash, wasn't there? Der Konflikt spitzte sich auf einer Konferenz im Jahr 1934 in der Schweiz zu. Anna Freud, die inzwischen zur anerkannten Führerin der psychoanalytischen Bewegung geworden war, drängte Wilhelm Reich hinaus. Sie hatte seine Karriere zerstört. She got rid of him, very definitely. And I guess part of what I'm doing is getting rid of her. Explain. Well, I think that Anna Freud shouldn't get away with what she did, that it should be known. Maneuvering to get him kicked out of the International Psychoanalytic Association. So you're taking revenge? You might say so, right? Or wronging a right. No, righting a wrong. You better cut that one out. Isn't that called a Freudian slip? Yes, it is. Reich floh in die Vereinigten Staaten und baute sich ein Haus und ein Labor. Seine Ideen wurden grandios bis hin zum Wahnsinn. Er war davon überzeugt, dass er die Quelle der Libido-Energie entdeckt hatte. Er nannte sie Organenergie und baute eine riesige Kanone, mit der er diese Energie aus der Atmosphäre einfangen und auf Wolken konzentrieren konnte, um Regen zu erzeugen. Er sagte aber auch, dass die Kanone verwendet werden könnte, um UFOs zu zerstören, die die Zukunft der Welt bedrohten. 1956 wurde Reich von den Bundesbehörden verhaftet, weil er ein Gerät verkaufte, das seiner Meinung nach mit Hilfe von Organenergie Krebs heilen konnte. Reich wurde wie ein Verrückter behandelt. Er wurde inhaftiert und alle seine Bücher und Unterlagen wurden auf Anordnung des Gerichts verbrannt. Ein Jahr später starb Reich im Gefängnis. Für die Freudianer schien es, als sei ihre größte Bedrohung für immer beseitigt. Aber sie hatten Unrecht. Was die Freudianer nicht erkannten, war, dass auch ihr Einfluss in der amerikanischen Gesellschaft in Frage gestellt werden würde, und zwar in einer Weise, die nicht nur zu ihrem Niedergang, sondern auch zum dramatischen Wiederaufleben von Reichs Ideen in Amerika und der gesamten kapitalistischen Welt führen würde. The consumer is king. His whim makes or unmakes manufacturers, wholesalers, and retailers. Whoever wins his confidence wins the game. Whoever loses his confidence is lost. In den späten 1950er Jahren war die Psychoanalyse in Amerika zu einem wichtigen Faktor bei der Steuerung der Verbraucher geworden. Die meisten Werbefirmen beschäftigten Psychoanalytiker, und wie die Episode der letzten Woche gezeigt hat, hatten sie neue Wege geschaffen, um die Motive der Verbraucher zu verstehen, vor allem mit der Fokusgruppe, in der die Verbraucher ihre Gefühle zu Produkten frei assoziierten. Daraus ergaben sich neue Möglichkeiten, Produkte zu vermarkten, indem man an die verborgenen, unbewussten Wünsche der Verbraucher appellierte. Neutral stimulus, sheer deception, tilt-away steering wheel, symbolic, irresistible.
a dream thing, the mistress. Something intimate is going on. Doch in den frühen 60er Jahren tauchte eine neue Generation auf, die dies angriff. Sie beschuldigten die amerikanische Wirtschaft, psychologische Techniken einzusetzen, um die Gefühle der Menschen zu manipulieren und sie zu idealen Konsumenten zu machen. Advertising was manipulation. It was a way to get you to do something that didn't come out of you. It came out of somebody else. Somebody else said, this year you should be wearing powder pink shirts with matching powder pink buck shoes. And I said, why? That's not who I am. That's who somebody else is. They wanted you to be somebody who would buy their stuff. This whole feeling of being somebody else's tool. I don't want to be that. I don't want to be somebody else's man. I want to be me. Mitte der 60er Jahre begann auf den amerikanischen Universitäten eine Protestbewegung. Eines der Hauptziele der Studenten waren die amerikanischen Unternehmen. Sie warfen den Konzernen vor, die amerikanische Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Der Konsum ist nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern auch ein Mittel, um die Massen gefügig zu halten, während die Regierung einen gewaltsamen, illegalen Krieg in Vietnam führen kann. Der Mentor der Studenten war ein berühmter Schriftsteller und Philosoph namens Herbert Marcuse. Marcuse hatte Psychoanalyse studiert und war ein scharfer Kritiker der Freudianer. Sie hatten dazu beigetragen, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen darauf reduziert seien, ihre Gefühle und ihre Identität durch massenhaft produzierte Objekte auszudrücken. Das Ergebnis sei der eindimensionale Mensch, konformistisch und unterdrückt. Die Psychoanalytiker seien zu korrupten Agenten derer geworden, die Amerika beherrschten. It was one of the most striking phenomena to see to what extent the ruling power structure could manipulate, manage and control not only the consciousness but also the subconscious and unconscious of the individuals. And this took place on a psychological basis by the controls and the manipulation of the unconscious primary drives which Freud stipulated. Think about it, dear American people out there. You hear him, huh? You're all brainwashed, kiddies. You're all brainwashed. That's why you're here. They're saying right now, kill the bum. Look, I look at you in the living room. You know, you're saying, kill me. Der Logik von Marcuses Argumentation folgend, machte sich die neue studentische Linke daran, dieses System der sozialen Kontrolle anzugreifen. Der Slogan »In all unseren Köpfen steckt ein Polizist. Er muss zerstört werden«, brachte es auf den Punkt. Und dieser Polizist sollte durch den Sturz des Staates und der Konzerne, die ihn eingesetzt hatten, zerstört werden. Eine Gruppe, die Weathermen, hatte mit einer Reihe von Angriffen auf Unternehmen begonnen, die ihrer Meinung nach sowohl den Verstand der Menschen durch Konsumgüter kontrollierten, als auch die Waffen herstellten, die in Vietnam eingesetzt wurden. There's no way to be committed to nonviolence in the middle of the most violent society that history's ever created. I'm not committed to nonviolence in any way. We want to live a life that isn't based on materialistic values, and yet the whole system of government and the economy of America is based on profit, on personal greed and selfishness. So that in order to be human, in order to love each other and be equal with each other and not place each other in roles, we have to destroy the kind of government that keeps us from asserting our positive values of life. Der amerikanische Staat schlug gewaltsam zurück. Auf dem Demokratischen Kongress in Chicago 1968 wurde die Polizei und die Nationalgarde losgeschickt, um Tausende von Demonstranten anzugreifen. Dies war der Beginn einer Phase der Unterdrückung der neuen Linken in Amerika. Sie gipfelte 18 Monate später in der Ermordung von 4 Studenten an der Universität Kent.
Angesichts dessen begann die Linke zu zerbrechen. We had met the force of the state. It was much bigger and stronger and more powerful than we realized. And at that point, what seemed to happen was that there was a change in tactics. Angesichts dieser gewaltsamen Unterdrückung begannen viele Linke, sich einer neuen Idee zuzuwenden. Wenn es unmöglich war, den Polizisten aus dem Kopf zu bekommen, indem man den Staat stürzte, sollte man stattdessen einen Weg finden, in den eigenen Kopf zu gelangen und die dort vom Staat und den Konzernen eingepflanzten Kontrollen zu entfernen. Daraus entstünde ein neues Selbst und damit eine neue Gesellschaft. People who had been politically active were persuaded that if they could change themselves and be healthy individuals, and if a movement grew up just aimed at people changing themselves, then at some point all that positive change going on, well, you could say quantity would become quality, and there would be a sort of a spontaneous transformation of society. But political activism was not required. It's about making a new you, that if enough people changed the way they were, that the society would change. So the personal became political? Yes, the personal became political. Without changing the personal, you didn't stand a chance of changing the political. Coming up against the state power of the United States was not an option. I mean, they outgunned us. Und um das neue Selbst zu schaffen, wandten sie sich den Ideen und Techniken von Wilhelm Reich zu. Seit seinem Tod hatte eine kleine Gruppe von Psychotherapeuten Techniken entwickelt, die auf Reichs Ideen basierten. Ihr Ziel war es, Wege zu finden, die es dem Einzelnen ermöglichen würden, sich von den Kontrollen zu befreien, die ihm von der Gesellschaft eingepflanzt wurden. Ihr Zentrum war ein kleines, altes Motel an einer abgelegenen Küste Kaliforniens. Es wurde das Esalen-Institut genannt. Die dominierende Figur in Esalen war ein Psychoanalytiker namens Fritz Perls. Perls war von Reich ausgebildet worden und hatte eine Form der Gruppenbegegnung entwickelt, in der er die Menschen dazu brachte, die Gefühle in ihrem Inneren öffentlich auszudrücken, von denen die Gesellschaft gesagt hatte, sie seien gefährlich und sollen unterdrückt werden. It's a basic fear of that thing inside me, like a little demon in there. It doesn't come out very often. It's really hard to get it out. Now put the thing inside you on that chair and talk to it. Perls used to call this getting on the hot seat in front of a group. If this were the hot seat and you were Perls, and you would guide me into this process of self-enactment, self-revelation, of staying present to all the parts of yourself and noticing it, and then taking ownership of this. As the demon? Yeah. Yes, I can come out. I can come right out of him, and I can push him aside. And you, say you. I can push you aside. Yeah. Be the demon with each one of us. I can make you all cry. I can make you all feel terrible. Maybe even forever. I can make this mouth here, do things and say things. I can almost destroy anyone, each one of you, if I get out. There isn't one of you that I would spare. Not even you. Yeah. How do you feel now? I feel better. I feel very honest. Yeah. And you notice the increase of power. In other words, taking ownership of who you are and how you act and how you feel. Your whole being in the world. In other words, giving you autonomy, owning your freedom. I'm frightening.
When I have my power, I am frightening. See, I frighten you with my power. I frighten you with my power. Now, where do you feel the power? In your hands? In your muscles? Where else? Wake up! I want to do for me, God damn you! Okay. Stop it. You. It was not phony movement. That's what I wanted to do, and I did it. Pearls und andere, die in Esalen waren, glaubten, dass sie Wege schufen, die es dem Einzelnen ermöglichten, sein wahres inneres Selbst auszudrücken. I want them to applaud for me. Sie glaubten, dass daraus neue, autonome Wesen entstehen würden, die frei von sozialer Konditionierung wären. Für die Linke, die im Aufstand von Chicago unterlegen war dies eine äußerst attraktive Idee. Mit Hilfe dieser Techniken könne ein neues, mächtiges Selbst freigesetzt werden, das stark genug wäre, die alte Ordnung zu stürzen. In den späten 60ern und frühen 70ern strömten Tausende nach Esalen. Nur ein paar Jahre zuvor war es ein obskures Randinstitut gewesen. Jetzt wurde es zum Zentrum einer nationalen Bewegung für persönliche Transformation, die Human Potential Bewegung. So it became magnetic. People wanted to join this stream of exploration. Within 7 or 8 years, there were about 200 of these centers in America, looking mainly to Esalen for the leadership. I feel so liberated. Really? It's fantastic. And it took on a big political agenda. You could not separate personal transformation from social transformation. The two go together. Als die Bewegung wuchs, versuchten die Führer von Esalen, ihre Techniken zur Lösung sozialer Probleme einzusetzen. Sie begannen mit dem Rassismus. Sie organisierten eine Begegnungsgruppe für weiße und schwarze Radikale. Beide Gruppen sollten ermutigt werden, ihre inneren rassistischen Gefühle auszudrücken, die ihnen von der Gesellschaft eingeimpft worden waren. Auf diese Weise sollten sie diese Gefühle überwinden und einander als Individuen begegnen. I started a series of encounters called Racial Confrontation as Transcendental Experience. We thought that we wanted to get that kind of black-white confrontation so you could really get down to see what was between the two races, not by backing off and trying to be polite, but by going right into the belly of the beast, of this beast of racial prejudice. And these were extremely dramatic. These were the toughest workshops ever convened at Esalen Institute. I'm looking at you, Whitey. You got clothes on. So sure. You got shoes on. You're just so sure looking at me, huh? You got the goddamn police in the neighborhood. Really? They're not my police. You got a governor. You got a mayor. Oh, really? You got the president. You got ambassadors. You can vote, too. You got jets in Vietnam. That's the benefits of slave labor. You got buildings, skyscrapers that you dominate and control economically and politically. And tell me that it's not yours. It's yours, too. Then the blacks all got together and attacked the whites. And they just let us have it. What they call it was peeping somebody. Peeping somebody means peeping into their secrets, into their phoniness, and so forth. Like the white liberal. Oh, they really got onto the white liberal, you know. So don't give me no shit about I'm free. You're a goddamn liar, you white pink son of a bitch, you. Yeah, I want to know what you came down here for. You want a black buck, huh? Yeah. You looking for a stud? Huh? Well, what did you come here for? You're sitting there with your legs all gap wide open, showing your drawers. Now, what did you come here for? Die Begegnungsgruppen zwischen Schwarzen und Weißen waren eine Katastrophe. Die schwarzen Radikalen sahen darin einen heimtückischen Versuch, ihre Macht zu zerstören. Mit dem Versuch, sie zu befreiten Individuen zu machen, nahm Esalen ihnen das, was ihnen in ihrem Kampf gegen den Rassismus Kraft und Zuversicht gab, ihre kollektive Identität als Schwarze. For my reason. For your reason. Now dig this. Your reason for being here is different from my reason. Daher wandte sich die Human Potential Bewegung
an eine andere gesellschaftliche Gruppe, von der sie glaubte, dass sie von einer persönlichen Transformation profitieren würde. Nonnen. Und dieses Mal hatten sie mehr Erfolg. Der Konvent der unbefleckten Herzen in Los Angeles war eines der größten Seminare in Amerika. Eine Gruppe von radikalen Psychotherapeuten trat an das Kloster heran. Sie wollten ihre Techniken zur persönlichen Befreiung an Menschen ausprobieren, deren Identität durch eine Reihe von äußeren Regeln definiert war, die sie tief verinnerlicht hatten. Das Kloster, das sich modern geben wollte, stimmte dem Experiment zu. And we did weekend encounter workshops for several hundred Immaculate Heart nuns. Nuns who were reserved, and they tended to be more reserved than other normal people, were told, don't be so reserved, let it all out. You're a good person. You can afford to be who you really are. You don't need to play the role of a nun. You don't need to keep downcast eyes. And prudence is an oversold virtue. You're trying to assert yourself, trying to find out who you are, who you're becoming. At the same time, you're trying to live a life of dedication, of service, and you're trying to make all these things fit into who you are, and you're just, it's such a turmoil at times that you just blow a gasket and do silly, crazy things, running around the orchard and stealing oranges and taking Cokes out of the refrigerator and crazy things. I felt like I was being a hypocrite, and I wanted people to respect me for what I was, not for what I was wearing, and so I'm glad for the change. You feel frightened, but you'll go on. Oh yeah, I'm scared to death, but it's worth it. Das Experiment begann das Kloster zu verändern. Die Nonnen stimmten dafür, ihre Gewänder abzulegen und stattdessen normale Kleidung zu tragen. Die Psychotherapeuten hatten festgestellt, dass sie andere Kräfte geweckt hatten. One of the things we unleashed was sexual energy, the kind of thing that the church had been very good at restraining was no longer to be restrained. One sister who was a member of the community, she got the idea that she could be freer than she had been before, and she seduced one of her classmates and then seduced the mistress of novices, who was an older woman, very reserved, and her program of freeing this older woman was sexual. She drove her to the store, and when they drove back, and drove into the garage, she leaned over and gave her a big kiss on the lips. And thereafter, sister, who had perhaps never been kissed before, was ready for more. Die Auswirkungen des Experiments auf das Kloster waren katastrophal. Innerhalb eines Jahres baten 300 Nonnen, mehr als die Hälfte des Klosters, den Vatikan um die Entlassung aus dem Gelübde, und 6 Monate später schloss das Kloster seine Pforten. Übrig blieb nur eine kleine Gruppe von Nonnen, die jedoch zu radikalen lesbischen Nonnen geworden waren und deshalb das Ordensleben aufgaben. They gave up being nuns. They did, yeah, they became persons. In den späten 60er Jahren verbreitete sich die Idee der Selbsterkundung in Amerika rasch. Begegnungsgruppen wurden zum Zentrum einer radikalen Alternativkultur, die auf der Entwicklung eines von der korrupten kapitalistischen Kultur befreiten Selbst beruhte. We just want the freedom to be ourselves, and that's for love, for experience, positive way of life. We don't say that you're wrong. We just want to be free to be what we want to be, or what we find ourselves to be, as we continue to search ourselves. Und es begann, ernsthafte Auswirkungen auf die amerikanischen Unternehmen zu haben, denn diese neue Selbste verhielten sich nicht wie berechenbare Konsumenten. Insbesondere die Lebensversicherungsbranche war besorgt darüber, dass immer weniger Studenten eine Lebensversicherung abschließen, wenn sie die Universität verlassen. Sie baten Daniel Jankelowitsch, Amerikas führenden Marktforscher, um eine Untersuchung. Er hatte Psychoanalyse studiert. The life insurance business, more than any other business at the time, was built on the Protestant ethic. You only bought life insurance if you were a person who sacrificed for the future. If you lived in the present, you had no need for life insurance. So they had some sense
that maybe the sort of core values of the Protestant ethic were being challenged by some of these new values that were beginning to appear. And I was really astonished at what I found. The conventional interpretation, the dominant interpretation, was that it had to do with political radicalism. But, you know, it was clear to us that that was a mask, a cover. The core of it had to do with self-expressiveness. That this preoccupation with the self and the inner self, that was what was so important to people. The ability to be self-expressive. Wow, what a feeling! 300 miles to go. What out of sight. Jankelowitsch begann, das Wachstum und das Verhalten dieser neuen, ausdrucksstarken Persönlichkeiten zu verfolgen. Er erklärte den Unternehmen, dass diese neuen Wesen Verbraucher waren, aber sie wollten nichts mehr, was sie in die engen Schichten der amerikanischen Gesellschaft einordnen würde. Stattdessen wollten sie Produkte, die ihre Individualität, ihre Andersartigkeit in einer konformistischen Welt zum Ausdruck bringen würden. Sie wollten genau die Dinge, die die US-Konzerne nicht herstellten. Products have always had an emotional meaning. What was new was individuality. The idea that this product expresses me, and whether it was a small European car, the particular music system, your presentation of self, your clothing. For immediate energy from our muscles and These become ways in which people can expend their money in order to say to the world who they are. But the manufacturers, they had no idea of what was going on really with consumers and in the market at large. Die großen Werbeagenturen richteten sogenannte Arbeitsgruppen ein, um herauszufinden, wie sie diese neuen Menschen ansprechen können. Der Leiter einer Agentur schickte ein Memo an alle Mitarbeiter. Wir müssen uns den neuen Nonkonformisten anpassen, sagte er ihnen. Wir müssen uns die Musik von Bob Dylan anhören und mehr ins Theater gehen. Das Problem war jedoch, dass immer weniger der selbstdarstellerischen Menschen an den Fokusgruppen teilnehmen wollten, und die Werber waren auf sich allein gestellt. There's a new cereal that tastes so right. Makes you dance, it's a way out of sight. It's tasty little squares of malted wheat. It's crispy and it's crunchy and it tastes so neat. Faster though. That's what I'm saying. Use a folk rock with more rock than folk. Und es gab ein noch größeres Problem. Wenn man mehr Produkte für Menschen herstellen wollte, die sich selbst ausdrücken wollen, musste man Vielfalt schaffen. Doch die in Amerika entwickelten Systeme der Massenproduktion waren nur dann rentabel, wenn sie eine große Anzahl gleicher Gegenstände herstellten. Das passte perfekt zum begrenzten Spektrum der Wünsche einer konformistischen Gesellschaft. Das ausdrucksstarke Selbst bedrohte dieses ganze System der Produktion. Und diese Bedrohung wuchs schnell. Go! Denn ein Unternehmer hatte eine Methode zur Massenproduktion dieses neuen, unabhängigen Selbst erfunden. Sein Name war Werner Erhard. Some of the stuff that we traditionally think of as being in your mind is actually in the world, because you're moving to that too. Erhard hatte ein System namens EST, Erhard Seminar Training, erfunden. Hunderte von Menschen kamen zu Wochenendseminaren, um zu lernen, sich selbst zu sein, und EST wurde bald von anderen Gruppen wie Exegesis in Großbritannien kopiert. Viele von Erhards Techniken stammten aus der Human Potential Bewegung. Er kritisierte die Bewegung dafür, nicht weit genug gegangen zu sein. Ihre Vorstellung, dass es einen zentralen Kern in jedem Menschen gebe, sei nur eine weitere Einschränkung der menschlichen Freiheit. In Wirklichkeit gebe es kein festes Selbst, was bedeutete, dass man alles sein könne, was man sein wolle.
The thesis of the human potential movement was that there was something really good down in there. And if you took these layers off, what you were going to wind up with was a kernel, a something that was innately self-expressive, that was the true self, that was going to be a wonderful thing. In actuality, you found people who'd gone to the last layer and took off the last layer and found that what was left was nothing. All right, push! Move! Do it! Die Esssitzungen waren intensiv und oft brutal. Die Teilnehmer unterschrieben Verträge, in denen sie sich verpflichteten, nicht zu gehen und den Ausbildern zu erlauben, alles zu tun, was sie für nötig hielten, um ihre sozial konstruierten Identitäten aufzubrechen. Come on, sandwiched in there. Push! Go for a win! If I push harder than you do, I'm going to squash you. So you better push fast. Now, hard, do it! That's it, do it again! Push! Good! 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 Again! Yes! The real point to the S training was to go down through layer after layer after layer after layer until you got to the last layer and peeled it off, where the recognition was that it's really all meaningless and empty. Now, that's existentialism's endpoint. S went a step further in that people began to recognize that it was not only meaningless and empty, but it was empty and meaningless that it was empty and meaningless. And in that, there's an enormous freedom. All the constrictions, all of the rules you've placed on yourself are gone. And what you're left with is nothing. And nothing is an extraordinarily powerful place to stand, because it is only from nothing that you can create. And from this nothing, people were able to invent a life, and allowing them to create themselves. Invent themselves. Invent themselves. You can be what you want to be. I want you to start to make that sound, and on that sound, create and people the world the way you want to create it. What Erhard did was to say that only the individual matters, that there is no societal concern, that you living a fulfilled life is all you need be concerned about. Est people came out of those trainings feeling that it wasn't selfish to think about yourself, it was your highest duty. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. The training is 2 weekends, and it was quite an incredible experience in my life. I'll forever be grateful for the experience. I got a great deal out of it. We really want to know who we are. There are things going on. We learn more and more about ourselves all the time, and to really find out what it is that makes us tick and how we are discovering ourselves. Est wurde ein großer Erfolg. Sänger, Filmstars und Hunderttausende von gewöhnlichen Amerikanern unterzogen sich in den 1970er Jahren diesem Training. Doch im Laufe des Prozesses begann die politische Idee, mit der die Bewegung der persönlichen Transformation begonnen hatte, zu verschwinden. Die ursprüngliche Vision, dass durch die Entdeckung und den Ausdruck des eigenen Wesens eine neue Kultur entstehen würde, die die Macht des Staates herausfordern konnte. We will not let them separate our culture from our politics. We are a people. We are all together. Es entstand die Idee, dass die Menschen einfach in sich selbst glücklich sein können und dass es nicht wichtig ist, die Gesellschaft zu verändern. Einer der Verfechter dieser Idee war Jerry Rubin. Im Jahr 1968 hatte Rubin als Anführer der Yippies den Marsch auf Chicago angeführt.
aber jetzt hatte er eine Est-Ausbildung absolviert. I was willing to die, and I had a martyr complex in a sense. I think we all did. And I've given up that ideal of sacrifice. And I'm not as overwhelmingly moved by injustice as I was. And now we reincarnated ourselves from within. Basically, the politics were lost and totally replaced by this lifestyle, and then the desire to become deeper and deeper into the self. By now, a grandiose sense of the self. And my a good friend and one of the original Yippie founders, Jerry Rubin, definitely moved in that direction. And I think he was beginning to buy into the notion that he could be happy and fully self-developed on his own. Socialism in one person. Yes. Was he alone in that trajectory? Although that, of course, is capitalism. That's the whole joke. I think it's funny. I think it's funny because people spend so much of their life being bedeviled by their past and being locked into their past and being limited by their past. And there's an enormous freedom from that. Letting people create themselves. IST oder Est war nur der lebendigste und intensivste Ausdruck einer Bewegung, die sich rasch durch alle Schichten der amerikanischen Gesellschaft zog. Bücher und Fernsehsendungen propagierten die Idee, dass es die erste Pflicht des Menschen sei, er selbst zu sein. Und diejenigen, die diesen Wandel beobachteten, waren erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der sich diese Idee verbreitete. In 1970, it was a small percentage of the total population, maybe 3 to 5%. By 1980, it had spread to the vast majority of the public, up to 80%. You asked the question, how do you get self-actualized? You take this day and you say, when I shave every morning, I look in that mirror, I say to myself, I really say this, I say, nobody is going to ruin this day for you, Wayne Dyer, nobody. That this preoccupation with the self and the inner self traveled and spread throughout the society in the 1970s. It helped me to stop living in the past and start building from today and using my experiences in a positive way to be a better person today and tomorrow. But then the problem comes, well, how do you be self-expressive? Und an diesem Punkt beschloss der amerikanische Kapitalismus einzugreifen und diesen Menschen zu helfen, sich selbst auszudrücken und dabei viel Geld zu verdienen. Das Erste, was sie tun wollten, war, einen Weg zu finden, um in ihre Köpfe zu gelangen und herauszufinden, was diese neuen Wesen wollten, um sie selbst zu sein. Das kam nicht von der Madison Avenue, sondern von einem der mächtigsten wissenschaftlichen Forschungsinstitute in Amerika. Das Stanford Research Institute in Kalifornien arbeitete für Unternehmen und die Regierung. Es hatte einen großen Teil der frühen Arbeit an Computern geleistet und war auch für das Verteidigungsministerium und das spätere Star Wars-Projekt tätig. 1978 beschloss eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen am Institut, einen Weg zu finden, die Wünsche dieser neuen, unberechenbaren Verbraucher zu lesen, zu messen und zu erfüllen. The idea was to create a rigorous tool for measuring a whole range of desires, wishes, values that prior to that time had been kind of overlooked. They say in business, what gets measured gets done. We were basically telling manufacturers, if you're really going to satisfy not just the basic needs, but individuated wants, whims, and desires of more highly developed human beings, you're going to have to segment, you're going to have to individuate. Zu diesem Zweck wandte sich das Institut an diejenigen, die mit der Befreiung des Selbst begonnen hatten, um Hilfe zu erhalten. Insbesondere an einen der Führer der Human Potential Bewegung, einen Psychologen namens Abraham Maslow.
Durch die Beobachtung der Arbeit von Einrichtungen wie Esalen hatte Maslow ein neues System von psychologischen Typen erfunden. Er nannte es die Hierarchie der Bedürfnisse und beschrieb die verschiedenen emotionalen Stadien, die Menschen durchlaufen, wenn sie ihre Gefühle befreien. An der Spitze stand die Selbstverwirklichung. Dies war der Punkt, an dem der Mensch völlig selbstbestimmt und frei von der Gesellschaft wurde. Das Team am Institut war der Meinung, dass Maslows Hierarchie eine Grundlage für eine neue Art der Kategorisierung der Gesellschaft bilden könnte. Nicht nach sozialer Klasse, sondern nach unterschiedlichen psychologischen Wünschen und Trieben. Um dies zu testen, entwarfen sie einen umfangreichen Fragebogen mit Hunderten von Fragen über das Selbstverständnis der Menschen, ihre inneren Werte. Die Fragen sollten zeigen, ob die Menschen in die Maslow'schen Kategorien passen. We were trying to find out what people really felt like. So we asked these really penetrating questions, and we hired a company that administers surveys, to do them. They said they've never seen anything like it. Usually you have to send out a postcard 6 weeks and then another postcard, and then you got to call the people up, to get the return rates up. We had an 86% return, and they only sent out one postcard. People loved filling out this questionnaire. We got several questionnaires back with a note attached saying, do you have any other questionnaires I could fill out? Because we were asking people to think about things that they had never thought about before, and they liked thinking about them. Like what? Like what they felt inside? Yeah, like what they felt inside. What motivated them? What was their life about? What was important to them? It was sort of like, wow. Die Antworten wurden dann per Computer ausgewertet. Es zeigte sich, dass es grundlegende Muster in der Art und Weise gab, wie die Menschen sich selbst empfanden, die den Maslow'schen Kategorien entsprachen. Und an der Spitze der Hierarchie stand eine große und wachsende Gruppe, die sich durch alle sozialen Schichten zog. Das Institut nannte sie die inneren Direktiven. Diese Menschen fühlten sich nicht durch ihren Platz in der Gesellschaft definiert, sondern durch die Entscheidungen, die sie selbst trafen. Das Institut entdeckte jedoch, dass diese Menschen durch die verschiedenen Verhaltensmuster definiert werden konnten, die sie wählten, um sich auszudrücken. Der Selbstausdruck war nicht unendlich, sondern fiel in identifizierbare Typen. Das Institutteam erfand dafür einen neuen Lebensbegriff: Lebensstile. Es war ihnen gelungen, den neuen Individualismus zu kategorisieren. Sie nannten ihr System Values and Lifestyles, kurz VALS. At the forefront of this change are 3 new VALS groups we call inner directed. These are people for whom personal satisfaction is more important than status or money. They tend to be self-expressive, complex, and individualistic. Rob is an I am me. I am me's are searching for new values, breaking away from traditions and inventing their own standards. Rob even invented his own name, Rob Noxious. Jody is an experiential. This is a group seeking inner growth through direct experience. Experientials aren't in one place much. This is the try-anything-once crowd, and all that activity takes goods and services. Their hobbies are hands-on, and their possessions are simple, but not always simply priced. I'm a bookseller. I sell books. I'm a businessman. That doesn't necessarily mean that I believe in capitalism. It just happens to be what I'm doing now. Das Stanford Research Institute erstellte einen vereinfachten Fragebogen mit nur 30 Schlüsselfragen. Jeder, der sie beantwortete, konnte sofort in ein Dutzend dieser Gruppen eingeteilt werden. Auf diese Weise konnten die Unternehmen feststellen, welche Gruppen ihre Produkte kauften und daraus ableiten, wie die Waren vermarktet werden konnten, so dass sie zu starken Symbolen der inneren Werte und des Lebensstils dieser Gruppen wurden. Das war der Beginn des Lifestyle-Marketings. So it allowed people not just to look at people as demographics,
group of age and income and whatever, but to really understand the underlying motivations. I mean, most of marketing was looking at people's actions and trying to figure out what to do. But what we were doing is we were trying to look more into people's underlying values so that we could predict what is their lifestyle, what kind of house do they live in, what kind of car do they drive. So the corporations were then able to sell things to them by understanding them, by having labels, by knowing what these people look like, where they live, what their lifestyles are. Wenn ein Produkt die Werte einer bestimmten Gruppe zum Ausdruck bringt, wird es von ihr gekauft. Das ist es, was das System der Werte und Lebensstile so leistungsfähig macht. Es war in der Lage, vorherzusagen, welche neuen Produkte die Selbstverwirklicher wählen würden. Diese Fähigkeit sollte nun auf dramatische Weise unter Beweis gestellt werden. Walz sollte nicht nur zeigen, welche Produkte sie kaufen würden, sondern auch die Politiker, die sie wählen würden. Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Ronald Reagan! Im Jahr 1980 kandidierte Ronald Reagan für das Präsidentenamt. Er und seine Berater waren überzeugt, dass sie mit einem Programm des neuen Individualismus gewinnen könnten. Es würde ein Angriff auf 50 Jahre staatliche Einmischung in das Leben der Menschen sein. I wrote a speech about let the people make the basic decisions, get judges out of the way, get bureaucrats out of the way, get centralized government out of the way. I gave Reagan a choice of several titles for the speech, and the one he picked was Let the People Rule. Let the people regain rule, regain control over their own destiny away from a remote elite in Washington. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here, but that together, you and I can. I would like to take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. It was radical. Moderate Republicans thought it was suicide. Jimmy Carter called it ridiculous. The press was extremely negative. But the odd thing is that it polled very well in New Hampshire, which was the first primary state, the state that we had to win. Seltsam war, dass es ein seltsames Mosaik der Unterstützung für Reagans Politik zu geben schien. Die traditionellen Meinungsforscher konnten kein kohärentes Muster in Bezug auf Klasse, Alter oder Geschlecht erkennen. Aber diejenigen, die das System der Werte und Lebensstile entwickelt hatten, glaubten zu wissen, warum. Sie testeten ihr System sowohl in Amerika als auch in Großbritannien und waren davon überzeugt, dass sowohl Reagans als auch Thatchers Botschaft über die individuelle Freiheit die Gruppe an der Spitze ihrer Hierarchie, die innere Führung, ansprechen würde, weil sie mit ihrem Selbstverständnis übereinstimmte. They were really concerned about being individuals, being individualistic. And so in the early stages, when we were looking at the messages that both Thatcher and then Reagan were putting across, we said they are using words that will really appeal to a lot of the younger people, and particularly to the people who are moving towards self-actualization. We call them the inner-directed people. A lot of our colleagues said, that's absolutely ridiculous, because inner-directeds are very socially aware, very socially concerned. They'll never vote Conservative, or they'll never vote for the Republicans. But we said, if Thatcher and Reagan continue to appeal to them in this way, they really will. And I vision leadership in taking government off your backs and turning you loose to do what you can do so well. Thank you very much. Die Vorstellung, dass die neuen selbstverwirklichenden Individuen einen Politiker von rechts und nicht von links wählen würden, schien außergewöhnlich. Um ihre Vorhersage zu überprüfen, führte das Team für Werte und Lebensstile eine Umfrage zu den Wahlabsichten durch und setzte sie mit neuen psychologischen Kategorien in Beziehung. When we said in our surveys, who are you going to vote for? Sure enough, it was the inner-directeds who said that they would vote for Thatcher and for Reagan. And they made the difference in those elections.
because of their voting for Thatcher and Reagan. And it really surprised our colleagues, even within my own organisation. It really showed the power of this approach, because it's very difficult to identify inner directeds on the street. These people who voted for Thatcher and Reagan, these inner directeds, came from any walk of life. It's really hardly correlated with social class at all. I mean, if you just go along and look at age, sex, social class, you would never pick them up. But if you really go along with a questionnaire that gets at their values, then you can identify them very easily. And that was new? And that was completely new, yeah. Zu Beginn des Jahres 1981 wurde Ronald Reagan als Präsident in sein Amt eingeführt. Die gigantische Inflation der 1970er Jahre hatte einen Großteil der amerikanischen Schwerindustrie zerstört. Millionen von Menschen waren arbeitslos. Doch getreu seinem Wahlkampfversprechen sagte Reagan dem Land, dass er nicht eingreifen würde, um zu helfen, wie es alle vorherigen Regierungen seit dem Krieg getan hatten. These United States are confronted with an economic affliction of great proportions. We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. Idle industries have cast workers into unemployment, human misery, and personal indignity. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Doch Amerikas kränkelnde Wirtschaft sollte nicht von der Regierung gerettet, sondern von den neuen Gruppen, die Marktforscher ausgemacht hatten, den sich selbst verwirklichenden Individuen. Sie waren im Begriff, den Motor für das zu werden, was man die neue Wirtschaft nennen würde. You can be what you want to be. So regarding V8, what do you really want? A tasty product that's good for me. What do you want that for? One technique is that we ask people the same question over and over and over again, and we say, what do you want? What do you really want? What do you want that for? And they start to talk about it, and they kind of get intimate with what's going on. What we're doing with that technique is unpeeling the onion. If you want to think of a person kind of having layers and layers and layers of protection and thoughts and behaviors and beliefs, we want to get to that center core. Im Gefolge der Erfindung von Werten und Lebensstilen entstand eine riesige Industrie der psychologischen Marktforschung. Und die alte Technik der Fokusgruppe, die von den Freudschen Psychoanalytikern der 50er Jahre erfunden worden war, wurde auf eine neue und wirkungsvolle Weise eingesetzt. Das ursprüngliche Ziel der Fokusgruppe war es gewesen, Wege zu finden, um Menschen zum Kauf einer begrenzten Anzahl von Massenprodukten zu bewegen. Nun aber wurden Fokusgruppen auf eine andere Art und Weise eingesetzt, um die inneren Gefühle von Lifestyle-Gruppen zu erforschen und auf dieser Grundlage ganz neue Produktreihen zu erfinden, die es diesen Gruppen ermöglichten, das auszudrücken, was sie als ihre Individualität empfanden. Und die Generation, die einst gegen die vom Konsum aufgezwungene Konformität rebelliert hatte, nahm diese nun an, weil sie ihnen half, sie selbst zu sein. What capitalism managed to do that was brilliant was to actually create products that people like me would be interested in, that people like Jerry Rubin would be interested in. Capitalism developed a whole industry at developing products that evoked a larger sense of self, that seemed to agree with us that the self was infinite, that you could be anything you wanted to be, that took our philosophy and agreed with it, and then created products that supposedly helped you, aids, that helped you be this limitless self. The product sells you a way of life, a way of being. The product sells you values. You dress this way, you live in a house like this, you have furniture like this, you use this computer. Regular jeans or Gloria Vanderbilt does a lot in denim, in silks, and in cotton. You eat in these restaurants, there are values there, hipness, coolness. This is not, I repeat, not a marketing scheme. So the notion that you could buy an identity replaced the original movement notion that you were perfectly free to create an identity.
and you were perfectly free to change the world and make the world anything you wanted it to be. Well, what I wear is a statement. Und dieses breite Spektrum an neuen Wünschen passte perfekt zu den Veränderungen in der industriellen Produktion. Mit Hilfe von Computern konnten die Hersteller nun kostengünstig kleine Auflagen von Konsumgütern produzieren. Die alten Beschränkungen der Massenproduktion verschwanden ebenso wie die Sorge, die die amerikanischen Unternehmen seit der Erfindung der Massenproduktion plagte, dass sie zu viele Waren produzieren würden. Mit dem neuen Selbst schien der Wunsch der Verbraucher keine Grenzen mehr zu kennen. In the United States, the concern of companies was always that supply would outstrip demand, that we were producing too much and that there was not a market for it. You don't hear that kind of talk anymore because you've gone from a conception of a market of limited needs, and if you fill them, they're filled, to a market of unlimited, ever-changing needs dominated by self-expressiveness. That products and services can satisfy in an endless variety of ways, and ways that change all the time. And consequently, economies have unlimited horizons. Aus dieser Explosion des Begehrens entstand ein scheinbar nicht enden wollendes Konsumverhalten, das die amerikanische Wirtschaft erneuerte. Die ursprüngliche Idee war, dass die Befreiung des Selbst neue Menschen hervorbringen würde, die frei von sozialen Zwängen sind. Dieser radikale Wandel hatte stattgefunden. Doch während sich die neuen Wesen befreit fühlten, waren sie in ihrer Identität zunehmend von der Wirtschaft abhängig geworden. Die Unternehmen hatten erkannt, dass es in ihrem Interesse lag, die Menschen zu ermutigen, sich als Individuen zu fühlen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, ihre Individualität auszudrücken. Die Welt, in der die Menschen das Gefühl hatten, gegen die Konformität zu rebellieren, war keine Bedrohung für die Wirtschaft, sondern ihre größte Chance. It was, in a sense, the triumph of the self. It was the triumph of a certain self-indulgence, a view that everything in the world and all moral judgment was appropriately viewed through the lens of personal satisfaction. Indeed, the ultimate ending point of that logic is that there is no society. There is only a bunch of individual people making individual choices to promote their own individual well-being. In der nächsten Episode wird die Geschichte erzählt, wie Politiker der Linken sowohl in Großbritannien als auch in Amerika auf die von der Wirtschaft entwickelten Techniken zurückgriffen, um die Macht wiederzuerlangen. Was sie jedoch nicht erkannten, war, dass das, was für die Wirtschaft funktioniert hatte, die Grundlage ihrer politischen Überzeugungen untergraben würde. Sie sahen sich in der Falle der gierigen Begierden des neuen Selbst.